Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute so ein Hochzeitsgeschenk. Der Sockel besteht aus Eiche und die Figuren aus Alu. Wir starten mit den Alufiguren. Das erste Werkzeug ist schon eingelegt. Ein 6 mm Zweischneider. Wie immer muss X, Y, Z definiert werden und dann kann es auch schon losgehen. Das zweite Werkzeug, ein 90 Grad Gravierstichel mit einer abgerundeten Spitze von 2 Grad. Nach den Fräsarbeiten bekommen die Figuren noch eine hübsche Phase mit der Oberfräse. Weiter mit der Holzbearbeitung. Das erste Werkzeug, ein Planfräser Dreischneider 35 mm. Zuerst wird die Seite unten geplant, anschließend die Seite oben und zum Schluss noch die Stufe für das Unzeichen. Das zweite Werkzeug, ein Torusfräser 6 mm Dreischneider. Der Fräser war nicht die beste Wahl. Die Schneidgeometrie ist nicht gut für Holz. Die Dicke vom Holz zwang mich allerdings, diesen Fräser zu nehmen. Der Fräser hat nämlich einen Freischliff und erlaubt so eine tiefere Zustellung. Das nächste Werkzeug, ein 4 mm Einschneider Downcut. Das letzte Werkzeug, derselbe Gravierstichel von vorhin.
Nach der Gravur und der Phase kommen wir nun zum Laser. Die Dockforce-Richtung wird runtergefahren und der Laser angedockt. Z0 neu definiert und dann kann es auch schon losgehen. Eiche habe ich noch nie gelasert, deswegen musste ich mich da erst rantasten, daher die vielen Durchgänge. Ich möchte das Herz flammen, mit etwas Wasser schütze ich die abgesetzte Nut. Und natürlich darf ein Branding nicht fehlen. Das Holz wird noch geölt und dann ist es auch schon fertig. Nun wird alles montiert. Um die Stabilität zu erhöhen, habe ich Madenschrauben eingesetzt. Anschließend wird noch alles verklebt. Ja, und wie immer, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das in Fusion gemacht wird. Okay, wie immer starten wir natürlich mit einer Konstruktion. Ich springe in der Timeline mal nach vorne. Und dann gehen wir die einzelnen Schritte durch. Ich habe hier ein Grundkörper Alu. Das war so ein Alu-Stück, so ein Reststück. Und da wollte ich die Figuren drauf platzieren. Ich wollte tatsächlich auch den Sockel von den Figuren abhängig machen. Und damit es einfach stimmig ist, dachte ich, fange ich mit den Alu-Stücken an und dimensioniere dann diesen Sockel. Okay, also hat es eigentlich noch gar keinen Grund. Als nächstes folgen diese Figuren. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Figuren als Vektordatei auf Etsy gekauft und nur den Kopf etwas verändert. Dann hier noch diese Münder hinzugefügt und später die Augen. Aber eigentlich, ich sag mal, diese Basis war eine fertige Vektordatei. Als nächstes wird sie, also die Jessie, extrudiert und danach er, Max. Als nächstes werden diese Münder extrudiert, weil man kann es schon sehen, ich habe die nicht mit extrudiert, einfach offen gelassen und dann einfach nach oben extrudiert, bis eine kleine Stufe von 0,3 mm übrig geblieben ist. Als nächstes steht schon alle Figuren Augen, also werden auch die Augen hinein extrudiert bzw. subtrahiert und somit waren dann die Figuren fertig. Dann folgt Alu-Grundkörper neu, denn ich musste diesen Körper hier für etwas anderes benutzen. Und das neue Stück war ein bisschen kleiner. Macht aber nichts. Ich bin einfach hingegangen und habe hier mit dieser Maßstabsfunktion die Körper auf 0,7, also um den Faktor 0,7 verkleinert. Und dann haben die einfach, man kann es schon, ich zeige es mal hier, dann passen sie schon fast rein. Okay, als nächstes kann man hier sehen, Max neu. Ich habe den Körper Max einfach dupliziert und Entschuldigung, ich springe nochmal zurück. Ich blende jetzt mal Jessie und Max mal aus. So, Max ist dupliziert, das ist jetzt Max neu. Und dann kann ich mit diesem, ich nenne es mal Max neu, spielen und entsprechend verschieben, bis es mir passt. Ich habe immer wieder geguckt, dass hier so 6 mm oder ich sage mal ein bisschen 6,2 mm Abstand sind, damit ich in meinem Schaftfräser einfach schön durchkomme. Ja, und so ein bisschen platziert, ein bisschen freie Schnauze, habe hier auch viel Platz gehabt. Okay, als nächstes kommt dann der Sockel. Ich blende mal dazu alles andere aus. Ich muss dazu sagen, ich habe ja sowas Ähnliches schon mal gemacht und habe es einfach rauskopiert. Also mit dieser Herzform. Das Unzeichen ist neu hinzugekommen, aber ansonsten war das einfach rauskopiert. Hier kann man so eine Hilfskizze sehen, oder Hilfslinie. Eigentlich müsste es so aussehen, denn es hat ja keinen Einfluss.
auch diesen Sockel, also dieses Eichestück, war ein Reststück. Und das war ziemlich knapp bemessen. Deswegen wollte ich einfach gucken, komme ich da überhaupt hin? Deswegen hier diese Hilfslinie. Aber es sah ja ganz gut aus, hat man ja gesehen. Okay, so sieht die Skizze aus. Dann wird das gute Stück extrudiert. Und hier diese Stufe noch hinein subtrahiert. Kann man auch hier mal sehen. Also anklicken, einfach sagen -2 mm und der schneidet es ja automatisch aus. Dann wird das Unzeichen extrudiert. Jetzt kann man sehen hier ein paar Rundungen, also ich runde das Ganze etwas. Dann wird das Unzeichen dupliziert, das heißt dann unten neu. Und auch das wird entsprechend, okay, hier runde ich nochmal, und das wird dann auch entsprechend platziert, damit ich das einfach besser fräsen kann später in der Fertigung. Deswegen gibt es immer diese Neu-Wörter oder diese Neukörper. Jetzt kommt was ganz Interessantes, nämlich diese und Hilfskizze Plan. Ich habe mir hier so ein Quadrat gezogen, aber das brauchen wir später für die Fertigung. Wir merken uns das kurz und ich erkläre es in der Fertigung, wie genau, was ich damit mache. So, das kann man jetzt beenden. Achso, natürlich kommt noch hier der Name, der Schriftzug. Dann wird wieder ein bisschen gerundet. Hier habe ich gerade gesehen, dass hier gerade was passiert. Genau, hier zum Beispiel runde ich das Ganze etwas. Einfach damit es harmonisch aussieht. Auch das hier musste ich runden. Ich sag mal, der Fräser wäre da ja eh nicht hingekommen. Aber später, wenn ich die Phase mache, die Phase schafft es ja, in das Eck reinzukommen. Und es würde blöd aussehen. Deswegen runde ich es schon vorher. Und die Phase wird einfach später schöner aussehen. Okay, also wieder runden. Danach wird der Schriftzug noch ausgeschnitten. Und damit es einfach besser aussieht, die Körper noch mittig platziert. Das war die Konstruktion, die Fertigung. Da das schon eingeblendet ist, starten wir gleich mit dem Holzteil. Ich habe mir hier so ein Setup angelegt. Jetzt drehe ich das gleich mal entsprechend. An dem Würfel da oben kann man sehen, wir gucken gerade von unten drauf. Habe hier mein XY-Koordinatensystem bestimmt. Dann bei Rohteil, X, Y und Z ist ja fest vorgegeben. Das habe ich einfach ausgemessen aus dem Eichestück. Und hier kann man sehen, ich habe die Körper in die Mitte gelegt. Wenn man von vorne drauf guckt, kann man es besser sehen. Mein Körper ist 33 mm und das Rohteil ist 37 mm. Und da das ja genau in der Mitte ist, 37 minus 33 ist ja 4, die Hälfte ist 2. Das heißt, ich nehme 2 mm von oben, 2 mm von unten weg. Das war so der Plan. So sieht das Setup aus. Dann habe ich hier einfach eine Planoperation mit diesem Planfräser. Als Geometrie habe ich einfach nichts gesagt. Wenn man ja nichts macht, dann weiß er automatisch, okay, ich muss einfach das komplette Rohteil abfräsen. Als Höhe Rohteil Oberkante bis Modell Oberkante. Und das sind ja diese 2 mm. Hier kann man sehen, beide Richtungen. Ich bin kein Fan davon, muss ich zugeben. Eigentlich bin ich so Gleichlauf. Ich fräse immer im Gleichlauf, damit auch das Fräsbild besser aussieht. Ich habe es vergessen, deswegen stand es noch auf beide Richtungen. Okay, ansonsten, wenn ich nichts dazu sage, waren es immer Standardwerte. Und ich habe da nichts verändert. So sieht es aus. Wir machen weiter. Ein neues Setup. Ja, hier stehen schon Fehlermeldungen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwas verändert, auf Speichern geklickt oder was. Ein neues Setup. Dieses Mal drehe ich es so rum. Das habe ich mit Absicht gemacht, damit das Unzeichen hier näher an der Kante liegt und man es schön aus der Richtung abtragen kann. Dasselbe System, alles ausgemessen. Hier gibt es einen Unterschied. Mein Z hat sich ja reduziert um 2 mm, nämlich das wurde ja von unten abgeplant. Deswegen nur noch 35 mm und von Versatz von unten 0. Denn mein Modell liegt ja schon richtig.
Okay, das ist das Setup. Die gleiche Planoperation, ich habe da nichts verändert. Nur hier, ich sage nochmal Plan, aber als Geometrie nehme ich diese Hilfsskizze von vorhin. Deswegen habe ich es angelegt. Denn wenn ich das so anklicken würde, würde er ganz seltsame Sachen machen. Und deswegen hier diese Hilfsskizze angelegt und gesagt, okay, das ist deine Rohtalkontur, fräse es mir bitte ab. Ansonsten alles entsprechend eingetragen. Okay, ich habe mich für Tiefenschnitte 4 mm entschieden. Ich muss dazu sagen, auch hier habe ich vergessen, auf Gleichlauf zu stellen. Ich habe es hier schon korrigiert. Falls ich es mal kopiere, dachte ich, dass ich diesen Fehler nicht mitkopiere. Aber es stand auf beides richtig und es war falsch. Man hat auch gesehen, ich stelle es gerade mal so wieder hin. Das Problem ist nämlich, wenn er jetzt hier beim Zurückfahren, und zwar genau jetzt, ist er mehr im Eingriff, also genau an der Stelle hier, ist er mehr im Eingriff. Das wäre nicht passiert. Da muss ich auch mit dem Vorschub tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen runtergehen. Das wäre nicht passiert beim Gleichlauf. Dann hätte er jedes Mal von hier angefangen, durchgezogen und neu angesetzt. Und das wäre die bessere Frässtrategie. Okay, der Planfräser ist durch. Als nächstes folgt dieser Torusfräser 6 mm Dreischneider. Wie gesagt, nicht die beste Schneidgeometrie für Holz, hat sich auch nicht gut angehört, hat auch ein bisschen gequietscht. Aber ich habe halt keinen anderen Fräser gehabt, der so tief eintauchen konnte. Oder wenn, dann wäre der Fräserdurchmesser einfach viel zu groß, 20 mm, 10 mm. Dann wäre hier diese Kontur nicht sauber. Hat mir nicht gefallen, ich wollte bei dem 6 mm bleiben, deswegen die Wahl auf diesen Fräser. Jetzt Geometrie das hier. Ich bleibe 0,7 mm vom Boden weg, damit ich einfach nicht in meinen Nutentisch fahre. Und ja, später kommt ja eh eine Phase mit der Oberfräse, deswegen tun mir die 0,7 überhaupt nicht weh. Okay, genau, Tiefenschnitte 1,5 mm, also pro Durchgang nehme ich 1,5 mm weg und lasse ein Rohteilaufmaß von 0,15. Also ich bleibe 0,15 mm von der Wand weg. Habe hier, oh, jetzt muss ich mal einen Punkt suchen, genau, da ist er. Habe hier einen Punkt definiert und gesagt, du fährst 5 mm, jetzt 5 mm weg, tauchst ein und fährst dann seitlich rein, ohne irgendeine Rampe, ein Radius oder ähnliches. Das ist alles Zeit, braucht man nicht. Und ich arbeite hier eh ungern mit der Stirn, lieber mit der Seite. Deswegen so eintauchen, ranfahren und abfahren. Dann einfach Copy-Paste, die Tiefenschnitte etwas angepasst und das Rohteilaufmaß weggeschmissen. So, dann folgt hier diese Stufe. Das zeige ich vielleicht doch mal. Eine Kontur. Einfach das hier angeklickt und gesagt, fahren wir das einfach einmal ab. Hier hätte man vielleicht sogar auch machen können, Rohteilaufmaß und dann nochmal das Aufmaß wegfahren, abfräsen. Nochmal so ein Schlichtgang, da wäre die Oberfläche noch ein bisschen besser. Aber das ist schon ein Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. So, der 6 mm Torsus ist durch, jetzt kommt der 4 mm Downcut. Downcut heißt ja, dass die Späne nicht nach oben, sondern nach unten gefördert werden. Das hat auch den Vorteil, dass mir hier diese Ecke nicht ausreißt. Bei Holz eine super Sache. Ist auch ein super Fräser, ich bin echt begeistert. Die Schnittdaten waren auch gut, ich bin die ganze Zeit mit 100% durchgefahren. So, als Geometrie. Das hier. Höhe wieder, ich bleibe 0,7 mm von unten weg. Und zack, Tiefenschnitte 1 mm. Ich meine, das hat mir alles die Excel vorgegeben. Hier Hartholz. Oder kann auch sein, dass ich es aus dem Bauch so einfach entschieden habe. Weil Eiche ist ja doch schon etwas härter. Und sage hier 0,5 mm. Also bleibt mir hier 0,5 mm weg. Bei Holz muss ich sagen, mache ich mir normal ein bisschen mehr radiales Aufmaß. Bei Alu ist 0,15 top. Bei Holz, wenn es zu wenig ist, dann spannt es nicht richtig, sondern, wie soll ich sagen, das wird mehr geschliffen. Und dann sieht die Oberfläche wieder schlechter aus. Deswegen das Aufmaß ein bisschen höher wählen beim Holz. Okay,
Hier habe ich nichts geändert. Ich tauche ein in der Spirale mit 2 Grad und das sieht dann so aus. Dasselbe hier. Dann folgt noch ein Schlichtgang hier und ein Schlichtgang hier. Ich zeige es gerade mal an dieser Tasche. Gleiche Geometrie. Die Höhe, alles unverändert. Tiefenschnitt habe ich auch ein bisschen erhöht. Radiales rausgeschmissen. Und hier einfach gesagt 1 mm. Das heißt, du fährst mir hier linearer Einfahrabstand. 1 mm von der Wand entfernt. Eintauchen, abfahren, 1 mm, abfahren und so weiter. Da es nichts Neues ist, wieder dasselbe, man kann schon sehen, wieder mit so einem kleinen Aufmaß, aber das gleiche System. Schrubb, schlicht und so war dann auch das Und-Zeichen schon fertig. Okay, als nächstes gravieren wir, hier mit meinem Fraser, Klavierstichel, 90 Grad und wie gesagt, die Spitze ist nicht spitz, sondern ist leicht abgerundet mit 2 Grad. Ich bin ein absoluter Fan davon, muss ich zugeben. Die Schnittdaten waren sehr gut, da gab es nichts zu jammern. Als Geometrie habe ich das hier angeklickt. Ja, und beim Gravieren gibt es ja eigentlich kaum was einzustellen. Und so sah das dann aus. Auf die Phase gehe ich vielleicht nur auf 1 ein. Was nehmen wir? Nehmen wir das. Habe ich als Geometrie das hier angeklickt. Bei den Höhen habe ich hier nichts geändert. Nur hier sagt bei der Phase, ich will nur 0,5er Phase. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, bei diesem Phasenspitzenversatz verändere ich diesen Wert immer ganz gerne. Mal 0,9, mal 1,2, damit einfach an dem Klavierstichel nicht immer an der gleichen Stelle gefräst wird. Damit es sich irgendwie gleichmäßig abnutzt. Genau. Hier habe ich das auf 0,0. Eingestellt und 1 mm linearer Einfahrradius. Ach Quatsch, linearer Einfahrabstand. Und das hier ist dieser Millimeter. Genau, und da macht er mir so eine hübsche Phase. Okay, dann ist der Holzteil auch abgeschlossen. Ne, Quatsch, jetzt kommt der Laser. Ein neues Setup. Aber das habe ich nur für die Übersicht gemacht. Eigentlich hätte man diesen Laserteil auch hier reinpacken können, denn wenn wir mal schauen, es ist das absolut gleiche Setup. Das habe ich nur für die Übersicht gemacht. Der Laser, da habe ich mir einen angelegt mit 0,4 mm und das funktioniert ganz gut. Ich muss sagen, wenn ich das antaste, gehe ich mit Absicht so ein bisschen aus dem Fokus, damit die Laserbreite etwas dicker wird und diese 0,4 haben sich echt bewährt, also die sind echt gut. Als Geometrie habe ich die Tasche unten gewählt. Höhe, klar, die ausgewählte Kontur, also das ist ja dein Endmaß. Und ganz wichtig, bei einem 90 Grad Klavierstichel, also wenn vorher ein 90 Grad Klavierstichel durchgefahren ist, ist das Rohteilaufmaß 0,4. Aber das muss ich sagen, ich habe es versucht mit der Excel, also rechnerisch zu ermitteln, keine Chance. Ich habe mich da einfach rangetastet und wie gesagt, 90 Grad Klavierstichel, 0,4 ist das ein sehr gutes Maß. Jetzt sieht es in der Ansicht natürlich so aus. Ist natürlich Quatsch, die Phase fehlt und da nimmt ja nichts weg. Aber trotzdem, so sieht es halt aus. Man muss halt ein bisschen tricksen, wenn man gravieren und lasern möchte in Fusion. Okay, machen wir weiter im Alu. Wie immer natürlich ein Setup. Man kann auch sehen, ich habe mir hier diese 2 Körper einblenden lassen, Max neu und Jesse neu. Ich habe die ja schon in der Konstruktion so entsprechend platziert, wie es mir einfach gut gefällt. XY definiert, das Rohteil ausgemessen, entsprechend eingetragen. Eine Kontur, hier mit meinem 6 mm Zweischneider, der ist von eBay und der ist sehr kurz. Also immer da, wo es geht, sich immer für so einen sehr kurzen, also einen Fräser mit einer sehr kurzen Schneide entscheiden. Dann fährt ihr viel, viel leichter durchs Material. Die Excel hat mir diese Schnittdaten gegeben und ich muss sagen, die haben gut gepasst. Die haben wirklich sehr gut gepasst. Ich bin die ganze Zeit mit 100% durchgefahren. Geometrie habe ich das hier angeklickt. Gesagt, bleibt 0,5 mm vom Boden entfernt.
Tiefenschnitte, das kommt aus der Excel-Liste, und ein Rohteilaufmaß. Ich sag mal, das ist ja das normale Vorgehen. Habe hier einfach gesagt 0, also ohne einen Radius eintauchen, denn wie gesagt, ich will ja nicht mit der Stirn arbeiten, sondern mit der Seite. Und sagt, du bleibst mit 10 mm weg. Also holst 10 mm, ich nenne es mal Anlauf, und fährst dann ans Material dran. Und als Punkt habe ich hier diesen Punkt definiert. Und das sieht dann so aus. Also 10 mm wegfahren, 1,125 glaube ich war das, tief eintauchen, abfahren. Dann Copy-Paste und nur die Tiefenzuschnitte, ich glaube verdoppelt. Können wir ja mal schnell gucken. Genau, einfach verdoppelt die Tiefenschnitte und das Rohteilaufmaß rausgeschmissen. Ansonsten völlig identisch. Und das gleiche bei, ich nenne es mal ihm, also bei der Max. Okay, ein neues Setup. Es ist so, warum verändere ich jetzt meinen Nullpunkt? Diese 14 mm sind nicht 100% 14 mm. Ich schleife das ja vorher mit so einem Exzenterschleifer und mache dann mit so einer Faltwalze noch eine schöne Maserung rein. Deswegen kann es 14,1, 13,9 haben, also es variiert etwas. Deswegen ein neues Setup, um ganz sicher zu gehen, dass ich oben bin. Und hier habe ich einfach gesagt, vom vorherigen Setup. Dann stimmt auch hier meine Ansicht. Eine Projektion, wieder mit diesem Werkzeug. Ich muss sagen, diese Schnitte hat das wirklich sehr gut. Vielleicht könnte man noch etwas schneller durchs Material fahren, aber sind ganz gut, muss ich zugeben. Als Geometrie, Auge, Mund. Hier habe ich nichts verändert. Übrigens bei der Projektion fährt man ja eine Linie axial einfach an. Also ohne, wie bei der Kontur, muss man ja sagen, ob man rechts oder links rum von dieser Kante fahren möchte. Bei der Projektion fährt man exakt mittig drauf. Jetzt kann man schon sehen, ich bin nicht mittig von dem Mund, aber macht ja nichts, das sieht ja keiner. Genauso wie bei dem Auge. Da habe ich mich auch für eine Seite entschieden. Man sieht ja nicht, dass es eigentlich so programmiert wurde als Tasche. Genau, und sage hier axialer Versatz 0,3 mm. Das ist ja das Z0, also Modelloberkante. Du tauchst mit 0,3 mm ab und fährst es mir einmal sauber ab. Und hier habe ich nichts verändert. So. Als nächstes die Phase. Gucken wir uns das bei ihr an. Das gleiche Werkzeug, gleiche Schnittdaten. Das hier die Geometrie. Bei den Höhen habe ich nichts verändert. Hier meine 0,3er Phase und hier kann man sehen, vorhin stand hier 0,9. Jetzt steht 1,2. Wie gesagt, damit der Fräser sich nicht immer an der gleichen Stelle abnutzt. Das hier habe ich auf 0 reduziert und gesagt, mach 2,3 mm, musst du ausholen. Ist natürlich Quatsch, viel zu viel. Hier hätten 0,2 oder sowas schon gelangt. Kann auch gar nicht sagen, wieso ich mich jetzt für so einen hohen Wert entschieden habe, aber es ist so. Okay, genau, und dann wird noch das Stück hübsch gefasst und dann ist auch das Alustück schon fertig. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was man verbessern könnte. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.